Morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Let us continue with 1 Corinthians 4 verse 9. Fahren wir fort mit 1. Korinther 4, Vers 9. Look what Paul says. Paulus sagt hier, It seems to me that God has appointed us apostles to be the end of the line. mir scheint, dass Gott uns als Apostel den letzten Platz zugewiesen hat. Isn't that interesting how Paul defines the apostles and how apostles today define themselves? Ist es nicht interessant, wie Paulus die Apostel definiert und wie sich Apostel heute selbst definieren? You know, the New King James Version says that God has chosen us to be the last. In der New King James Übersetzung heißt es, Gott hat uns dazu auserwählt, die Letzten zu sein. If you study the life of the Apostle Paul, Wenn du das Leben des Apostels Paulus studierst, you will see that he took pleasure in putting himself at the last, at the end of the line. wirst du sehen, dass er sich gerne an die letzte Stelle, an den letzten Platz stellt. Paul never did anything to self-promote him or his ministry. Paulus hat nie etwas getan, um für sich selbst oder seinen Dienst Werbung zu machen. You know, when I look at apostles today, unfortunately, Wenn ich mir heute Apostel ansehe, many of them insist to be the first of the line and not the end of the line. es stehen leider viele von ihnen darauf, der Erste in der Reihe zu sein und nicht der Letzte in der Reihe. I cannot tell you how many times it shocked people Ich kann gar nicht sagen, wie oft es Leute schockiert hat, when I was a speaker, special speaker at a big conference, wenn ich als Redner, als Hauptredner auf einer großen Konferenz auftrat and then they wanted to push me at the front of the line to get lunch first. und sie mich an den Anfang der Schlange drängen wollten, um als Erster Mittagessen zu bekommen, And I refused to. und ich abgelehnt habe. In fact, I took the end of the line over and over and over again. Ich habe mich immer und immer wieder ans Ende der Schlange gestellt. Because I understand that in true service of Jesus Christ, you don't take the front of the line, you always choose the end of the line. Denn ich verstehe, dass man sich im wahren Dienst für Jesus Christus nicht an die Spitze der Schlange stellt, sondern immer das Ende der Schlange wählt. You live to serve. Du lebst, um zu dienen. And you know, the Apostle Paul had this beautiful mark upon his life. Der Apostel Paulus setzte dieses besondere Zeichen in seinem Leben. Think, he had people working with him in ministry, Er hatte Leute im Dienst, die mit ihm zusammenarbeiteten, and he was the great and powerful apostle chosen by God. und er war der große und mächtige, von Gott auserwählte Apostel. Look what he did. Und schau, was er tat. He worked with his own hands next to preaching the gospel, Er arbeitete mit seinen eigenen Händen neben der Verkündigung des Evangeliums, so that he could support those who were serving with him. damit er diejenigen unterstützen konnte, die mit ihm dienten. No wonder the early Christians put the money on the feet of the apostles, Kein Wunder, dass die ersten Christen den Aposteln das Geld zu Füßen legten. because they knew they would never take for themselves first, they would take care of everybody else first. Denn sie wussten, dass sie niemals zuerst für sich selbst, sondern immer zuerst für alle anderen sorgen würden. So we see here that Paul had a clear understanding Wir sehen hier, dass Paulus ein klares Verständnis davon hatte, that true apostolic ministry has been appointed by God to take the end of the line, not the front seat. dass Gott den wahren apostolischen Dienst dazu bestimmt hatte, das Ende der Schlange einzunehmen und nicht den ersten Platz. Oh, how my heart cries out to Jesus to raise up true apostles. Oh, wie sehr schreit mein Herz zu Jesus um die Erweckung wahrer Apostel. I believe the church really needs them. Ich denke, dass die Gemeinde sie wirklich braucht. Then he says, we are like those on display at the end of the procession. Dann sagt er, wir sind wie die, die am Ende der Prozession zur Schau gestellt werden. As doomed gladiators who soon to be killed. Wie verdammte Gladiatoren, die bald getötet werden. You know, this is a language that we today don't understand, but they did understand it. Das ist eine Sprache, die wir heute nicht mehr verstehen, aber sie haben es verstanden. Because they had these big arenas, Denn sie hatten diese großen Arenen and these big arenas, you know, they had these fights. und in diesen großen Arenen fanden die Kämpfe statt. But they also took some of them to be killed, and they led them through a procession through the whole city. Sie nahmen auch einige von ihnen mit, um sie zu töten und ließen sie in einer Prozession durch die ganze Stadt ziehen. You know, Paul told the Corinthians at another place that he had the sentence of death upon himself. Paulus sagte den Korinthern an einer anderen Stelle, dass er das Todesurteil über sich
nicht kannte. so that he would trust in the God who raises the dead. Also vertraut er auf Gott, der die Toten auferweckt. You see, Paul was not worried about being led in the procession soon to be killed. Paulus war nicht besorgt darüber, in der Prozession geführt und bald getötet zu werden. I mean, he told this to the Ephesians in Acts chapter 20. Das hat er den Ephesern in der Apostelgeschichte 21 erzählt. When the prophet Agabus came and said, whoever this belt belongs to shall be bound. Als der Prophet Agabus kam und sagte, wem dieser Gürtel gehört, der wird gefesselt werden. And his friends cried and said, Paul, don't go, don't go, don't go. Seine Freunde weinten und sagten, Paulus, geh nicht, geh nicht, geh nicht. And Paul said, don't make my heart heavy. Und Paulus sagte, macht es mir nicht schwer. I'm not only willing to suffer, I'm willing to die. Ich bin nicht nur bereit zu leiden, ich bin auch bereit zu sterben. So Paul made it very clear, true apostolic minister is ready to be the end of the line and to be killed for Jesus. Paulus macht es sehr deutlich, dass ein wahrer apostolischer Diener bereit ist, das Ende der Fahnenstange zu sein und für Jesus zu sterben. So do you still want to be an apostle? Willst du immer noch ein Apostel sein? That's part of the job. Das ist ein Teil des Jobs. He says we have become a theatrical spectacle to all creation, both the people and to angels. Er sagt, wir sind für die ganze Schöpfung, für die Menschen wie auch für die Engel zu einem theatralischen Spektakel geworden. Now, let's remind ourselves again in what context Paul said that. Erinnern wir uns noch einmal, in welchem Zusammenhang Paulus das gesagt hat. He's still talking about the same thing. Er spricht immer noch von der gleichen Sache. That the people in Corinth made people who were apostles to be somebody special. Dass die Leute in Korinth die Apostel zu etwas Besonderem machten. I'm of Paul. Ich bin von Paulus. And in this context, it's what Paul is telling them In diesem Zusammenhang sagt Paulus ihnen, that look what we really are. schaut, was wir wirklich sind. You think we're the greatest, but in reality we've been chosen to be the last. Ihr denkt, wir sind die Größten, aber in Wahrheit sind wir auserwählt worden, die Letzten zu sein. You think we're the great heroes, but in reality we're a spectacle to everybody. Ihr denkt, wir sind die großen Helden, aber in Wahrheit sind wir ein Spektakel für alle. Everybody is seeing that our lives have been laid down for the purpose of Jesus. Jeder sieht, dass wir unser Leben für Jesus hingegeben haben. So Paul is telling them these strong words to convince them that he is nothing special. Paulus sagt ihnen diese starken Worte, um sie davon zu überzeugen, dass er nichts Besonderes ist. When are we going to stop in the church Wann werden wir in der Gemeinde aufhören, to make vessels that God uses something special? Gefäße zu machen, die Gott als etwas Besonderes benutzt? It's carnal. Das ist fleischlich. We have to stop this Wir attitude. müssen mit dieser Einstellung aufhören. Look, I love to serve Jesus in the way he uses me. Ich liebe es, Jesus so zu dienen, wie er mich gebraucht. And I love to serve on the side of Daniel. Ich liebe es, an der Seite von Daniel zu dienen. At the end of the day, who is Daniel and who is Reinhard? Aber wer ist letztendlich Daniel und wer ist Reinhard? If we are not servants of Jesus and he flows through us, everything we do is worthless. Wenn wir nicht Diener Jesu sind und er nicht durch uns fließt, ist alles wertlos, was wir tun. So let's go back to Paul's heart Kehren wir also zum Herzen von Paulus zurück and stop making servants of Jesus something special. und hören wir auf, Diener Jesu zu etwas Besonderem zu machen. We are all special through Christ, Wir sind alle besonders durch Christus. but we are all a mess without Christ. Aber ohne Christus sind wir ein einziges Durcheinander. Remember that. Vergiss das nicht. See you tomorrow. Wir sehen uns morgen.